es sind 47.272 Kilometer, die wir in den letzten über 3,5 Jahren mit unseren Fahrrädern jetzt zurückgelegt haben. Im Mai 2016 sind wir in Deutschland losgefahren und haben seitdem Europa und Asien durchquert und befinden uns jetzt auf dem amerikanischen Kontinent in Mexiko. Warum wir das Reisen mit dem Fahrrad so sehr lieben und warum wir denken, dass Backpacking 2.0 ist, werden wir euch in diesem Video erklären. Viel Spaß! Für mich ist es einfach immer noch am allergeilsten am Radreisen, dass man durch die kleinen Dörfer kommt, wo sonst so gut wie gar kein Tourist herkommt und man wirklich sieht, wie die Leute hier wirklich leben auf dem Land und man ganz in die Kultur eintaucht. Olga war gerade einkaufen. So geht man hier einkaufen. Sehr, sehr nice. Buenos dias. Buenos días, buenos días. Wow. Ah, das ist der Typ, den wir eben getroffen haben, oder? Ja. Ah ja. Hi. Good, thank you. We repaired the bicycles. To San Cristobal de las Casas. See. Where are you from? From Germany. Germany? Yeah. Somos de Alemania. I can hear the accent. I knew you weren't from here, from the West. No, I know. Yeah, I have a different accent. Ah, you was born in the US. Oh, that's cool. Nice. Most of my family is over here. Ah, okay. Wow, wow. You speak so good English. Great. Yeah. Awesome. I studied over there until 8th grade. Ah, okay. Then we came back. Nice. And now you live here in the small village? Oh, wow. It's very nice. Very remote. Very small. Calm. What do you do here? What do people do here in general? You have Most, like a farm or ranch? Farm workers, ranch, Yeah. cattle. Cattle? The milk the cows, the dairy and everything, they sell it. Yeah. Sell Right. the milk. Like cowboys. Mexican cowboys, exactly. Mexican cowboys. Nice. Thank you very much. Thank you so much. Actually, I'm just doing we are doing a video for our YouTube channel, and it's about like the small villages, and that's and why we like to travel so much with the bicycle is because we see like the small villages and like how the people really live. And I was just saying that the people are so nice, and it's so great to meet the people like how they really are, like not in the touristic places, Yeah. where like the people are different, like to the tourists. And so and then we just asked you for the water, and you gave us the water, and that's just so nice. So thank you so much for being such a nice person. Thank you so much. It's awesome. Thank you. Man sieht so gut wie jeden Tag, wie nett und freundlich und toll die Menschen auf unserem Planeten sind. Das war gerade so toll wieder, halt so eine ganz typische Situation, aber eigentlich, wie wir sie wirklich fast jeden Tag haben. Wir fragen irgendwo nach Hilfe und die Leute sind super, super happy, uns zu helfen und freuen sich auch und sind glücklich, irgendwie Teil von unserer Reise dann zu werden. Und ja, das sieht man halt wirklich nur irgendwie in den kleinen, authentischen Städten und Dörfern, wo, ja, ich sag mal, die Menschen noch nicht durch den Tourismus versaut worden sind. In den touristischen Gegenden, muss man halt einfach sagen, gibt es natürlich auch super viele freundliche und tolle Menschen. Aber die Mentalität geht schon in die Richtung, dass die Menschen mehr darauf aus sind, dir dein Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das merkst du hier in solchen Gegenden halt einfach überhaupt nicht. Und wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann bist du komplett frei. Du bist in dieser wundervollen Natur, wo du vielleicht nicht unbedingt mit einem Bus oder Flugzeug kommen würdest. Du hast dein eigenes Transportmittel, dein Fahrrad, deine zwei Beine, die die Kraft haben, dich nach vorne zu bringen, vorwärts zu kommen, die neue Orte zu erkunden.
erkunden, die neue Leute zu treffen, neue Abenteuer zu erleben. Und das ist das, was wir richtig lieben und was es das Ganze ausmacht. Das ist wirklich toll. Manchmal fährt man durch die kleinen Dörfer und die Leute gucken dich so verwundert an. Die stellen dir die Fragen und staunen einfach, dass du auf einmal in deren Meinung nach nichts Besonderes Dorf kommst. Aber das ist das Besondere. Du willst die neuen Orte entdecken oder du willst die authentischen Orte entdecken. Du willst abseits von einer touristischen Route sein. Du willst das Land so richtig kennenlernen und entdecken, wie das richtig ist. Dafür ist das Fahrrad perfekt. Mit dem Fahrrad hast du die perfekte Reisegeschwindigkeit. Du bist schnell genug, um jeden Tag ein paar Kilometer zu schaffen und weiter voranzukommen. Aber dabei bist du langsam genug, um alles intensiv wahrzunehmen und mit der Umgebung interagieren zu können. Du fährst durch kleine Dörfer, triffst Menschen, siehst die Natur, siehst, wie sich die Natur, die Landschaften ändern, wie sich Klimazonen ändern und vor allem auch, wie sich Menschen und Kulturen während deiner Reise langsam verändern. Also ich finde, dass Bikepacking im Sinne doch wirklich ziemlich ähnlich ist wie das Backpacking und das Backpacking so ein bisschen seinen ursprünglichen Geist verloren hat. Das Backpacking früher halt eine andere Art und Weise war zu reisen. Also ich weiß nicht, mein Papa ist irgendwie vor 40 Jahren oder so, glaube ich, auch viel gereist und unter anderem irgendwie mit dem Rucksack durch die USA. Ich weiß es alles gar nicht mehr genau, hat er irgendwann mal erzählt. Das ist halt eine mega krasse Reise gewesen damals vor 40 Jahren. Ohne Internet, ohne irgendwelche großartigen touristischen Infrastrukturen, einfach mit irgendwelchen normalen Bussen irgendwie durch das Land gereist, irgendwie ein bisschen getrampt, glaube ich auch sogar. Und das ist halt heutzutage ganz anders. Backpacking ist halt Massentourismus, ist nicht mehr individual. Du hast halt die vorgefertigten Routen, wo halt alle irgendwie im Endeffekt lang reisen. Es ist nicht mehr abenteuerlich. Du tauchst nicht wirklich in die Kultur des Landes ein. Es ist halt mehr Erholungsurlaub, als dass es irgendwie Abenteuerurlaub ist. Ich denke, das war vor einigen Jahren noch sehr, sehr viel spannender. Und was ich halt denke, ist, dass Bikepacking oder halt das Reisen mit dem Fahrrad diese Punkte definitiv noch hat. Wir tauchen wirklich extrem tief in die lokalen Kulturen ein. Wir kommen in so viele kleine Dörfer, wo so gut wie nie Reisende durchkommen. Es ist halt ja mega individuell. Wir haben alles am Fahrrad, wir können überall hinfahren, wo wir wollen. Wir sind auf niemanden angewiesen. Und so war früher Backpacking halt auch. Aber heutzutage ist es halt doch eher der Massentourismus und eher die Pauschalreise. Und aus diesen ganzen Gründen ist für mich die Angelegenheit ganz klar. Bikepacking ist Backpacking 2.0 und im Moment gibt es in meinen Augen, in unseren Augen, Ja, in unseren Augen. keine bessere Art und Weise zu reisen. Absolut. Aber das Coole ist halt, dass du ganz einfach anfangen kannst, mit dem Fahrrad zu reisen. Der erste und einfachste Schritt ist, du nimmst einfach deinen Rucksack hinten auf dein Fahrrad und hast halt nach wie vor dieses Gefühl von Backpacking, alle positiven Eigenschaften, aber zusätzlich kriegst du halt noch das Abenteuerliche und das Eintauchen in die Kultur und die Freiheit, mit dem Fahrrad zu reisen. Und das ist halt das Coole, dass es halt so einfach ist, mit dem Fahrrad zu reisen oder anzufangen mit dem Fahrrad zu reisen. Das hier, wir sind jetzt seit 3,5 Jahren unterwegs, ist nach wie vor unsere erste Fahrradreise. Wir sind davor nie mit dem Fahrrad gereist. Wir waren ja, absolute Anfänger, wussten überhaupt nicht, was los ist. Und jetzt sind wir mitten in Mexiko, irgendwo in der Pampa und
sind mehrere 10.000 Kilometer gefahren und ja, wir genießen es einfach. Ja, man denkt, man braucht irgendwie besondere Sachen und so weiter und das ist halt nicht so. Du kannst halt dich einfach auf dein Rad setzen, ja, dir eine kurze Hose, ein Hemd, eine Badehose, was auch immer anziehen und einfach losfahren. Du brauchst keine komischen gepolsterten Hosen und so weiter. Wenn du einen ordentlichen Sattel hast, dann ist das alles cool. Und ja, wir hoffen, dass wir halt dieses Vorurteil ein bisschen entkräftigen können und halt mehr und mehr Leute anfangen mit dem Fahrrad zu reisen. Die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, warum machen trotzdem so wenig Leute eine Radreise oder Reisen im Allgemeinen mit dem Fahrrad? Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir einen ganz guten Grund. Es ist schon zum Teil sehr anstrengend. Wir kämpfen uns hier gerade mal wieder einen weiteren Berg hoch. Boah, es ist besonders anstrengend, weil ich hier gerade einhändig fahren muss. Kannst du sehen, was für eine Steigung wir haben? Ich denke 10% schon, oder? 11% Steigung. Ja, vor uns liegt mal wieder ein 1000 Höhenmeter Berg. Und ein Auto kommt von vorne. 1000 Höhenmeter, das bedeutet, wir werden jetzt ungefähr die nächsten 3 Stunden, denke ich. Boah, ich muss kurz anhalten. Wir werden jetzt die nächsten 3 Stunden mit 5 km/h, mit 4-5 km/h hier hochfahren. Schwitzen wie sonst was. 38 Grad in der Sonne. Es ist anstrengend. Manchmal. Definitiv. Das kann man nicht bestreiten. Aber man gewöhnt sich schon dran. Der Körper gewöhnt sich daran. Ich meine, im normalen Alltag läufst du halt auch irgendwie, was weiß ich. Du läufst zum Supermarkt, du läufst zur Arbeit, was weiß ich, du läufst irgendwie. Und dieses Laufen ist ja dann irgendwie auch im Endeffekt nicht wirklich anstrengend. Und wir fahren halt jeden Tag Fahrrad und dieses Fahrradfahren ist für uns dann im Normalfall halt auch nicht anstrengend. Jetzt haben wir hier natürlich eine krasse Etappe vor uns. Ja, man schwitzt, es ist anstrengend, die Muskeln tun weh, man bekommt Muskelkater. Der Hintern fängt auch irgendwann an, ein bisschen Signale zu senden, dass es alles nicht so gut ist. Aber die Gründe, die wir davor genannt haben, die für eine Radreise sprechen, sind halt doch wiegen deutlich höher als diese kleinen Anstrengungen, die man dann zwischendurch hat. Oder? Was meinst du? Ja, das Beste ist, wenn du oben bist und dann so einen schönen Ausblick nachher hast. Dann vergisst du wirklich die Sekunden schnell, wie anstrengend das war. Und danach der Abfahrt, das ist absolut der Hammer. Das ist so ein Freiheitsgefühl, mit 30 km/h runter zu düsen und das ganze Landschaft noch mehr zu genießen. Das ist echt schön. Die Sache ist nämlich folgendermaßen. Wir leben in Zeiten, in denen wir uns auf unserem Planeten Erde so nahe stehen wie vermutlich noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und jeden Tag kommen wir uns näher und näher und jeden Tag werden in Anführungszeichen fremde Kulturen uns vertraulicher und sie werden nicht mehr so fremd sein. Das bedeutet, dass wir in ein paar Jahrzehnten vielleicht auf eine Welt schauen werden, die sich doch aufgrund der Globalisierung in vielen Teilen ziemlich ähnlich sieht. Ich würde sagen, man sieht es jetzt heutzutage schon in den westlichen Ländern. Es ist relativ egal, ob du in den USA, irgendwo in Europa, in Australien unterwegs bist. Die Menschen und die Kultur und die Städte ähneln sich schon ziemlich sehr. Wenn man allerdings, so wie wir jetzt zum Beispiel hier auf irgendwelchen Sandpisten in Zentralmexiko unterwegs ist, sieht man schon noch, dass die Welt durchaus an bestimmten Orten noch ziemlich anders ist. Und wir leben in diesen wunderbaren Zeiten, wo uns alles möglich ist und wir uns einfach auf das Fahrrad setzen können und die Welt bereisen können. Und
Das war so in diesem Ausmaße zu keinem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte möglich. Es herrschten immer Kriege, Unsicherheiten und jetzt leben wir halt in Zeiten, die wirklich vergleichsweise sehr, sehr friedlich sind. Und natürlich, ja, wir sind natürlich privilegiert mit unserem deutschen Reisepass oder Olga mit ihrem russischen Reisepass. Aber nichtsdestotrotz ist es ein gutes Zeichen, denke ich, für die Zukunft des Planeten, dass wir jetzt in diesen friedlichen Zeiten leben. Und ja, also was ich sagen möchte ist, es sind einfach wunderbare, geniale Zeiten, in denen wir leben, wo es uns möglich ist, den Planeten auf diese Art und Weise zu erkunden. Und die Sache ist die, dass wir uns näher und näher kommen und es irgendwann bald schon keine fremden Kulturen mehr geben wird und vielleicht, wenn man in 100 Jahren oder in 50 Jahren mit dem Fahrrad auf genau dieser Straße hier fährt, wo wir jetzt fahren, wird man vielleicht viele Touristen treffen oder man wird ein ganz gleiches Bild haben wie in den USA oder wie in Europa. Es wird vieles ähnlich sein und wir sehen das überall schon kommen. Überall auf der Welt haben die Leute Smartphones in der Hand. Es ist alles schon ziemlich gleich. Und von Tag zu Tag werden diese Unterschiede kleiner. Und ja, deswegen ist es jetzt einfach die perfekte Zeit. Es gibt die perfekten Rahmenbedingungen, um die Welt auf diese Art und Weise mit dem Fahrrad zu erkunden. An dieser Stelle ein riesen Dankeschön für alle unsere Unterstützer auf Patreon. Vielen, vielen Dank. Und wenn du uns auch unterstützen möchtest, findest du alle Links dazu in der Videobeschreibung. Nächste Woche wird euch dann das erste Video aus Indien erwarten. Wir werden die Videos aus Indien etwas kürzer halten und dafür versuchen, mehr Videos zu machen. Und wir haben das Videomaterial schon gesichtet, die ersten Sachen schon zusammengeschnitten. Es wären mega geniale Videos. Freut euch darauf. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß auf den nächsten Radtouren, auf den nächsten Radreisen von euch. Und schreibt auch bitte eure Meinung zu dieser Thematik in die Kommentare. Bis dann. Tschüss. Ciao.